Hallo und willkommen zurück zu Firewatch. Wir klettern hier gerade nach oben. Gehen wir gleich mal weiter damit. Ja, komm mein Junge, das kannst du schon. Kannst du eigentlich nach unten gucken? Nö. So. Einmal kurz bitte auf die Karte geschaut. Wir sind da. Genau, wir wollten zum Medicine Wheel. Wir gehen weiter in die Richtung, biegen dann aber ab. Ich möchte mir das nochmal genauer anschauen. Und dann nach da unten. Ja. Gut. Weiter Richtung Osten. Steck die Karte mal bitte weg. Oh, wir haben keine Fotos mehr. Das ist ja doof. Dann nimm dir den Kompass. La la la. Wir sind das letzte Mal niedergeschlagen worden. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wohin sich es entwickelt. Das lässt sich für mich echt null abschätzen. Ich habe gedacht, ich kann hier ein bisschen im Wald rumschlendern und so. Ganz gemütlich. I know we don't know what's going on yet, but I don't have a good feeling. I don't like feeling vulnerable. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scared he would have been. Es geht ihm bestimmt gut. I'm sure he's fine, Delilah. I mean, don't you think if this started happening to them, he or his dad would have said something? I don't know, Ned was a weird guy. No, nobody is that weird. The moment you hear someone in the bushes or get punched from the shadows, you're getting your boss on the phone. Yeah. Brian is fine. I hope so. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. Hoffentlich habe ich recht. Ich bin da nicht so sicher. Wir haben das Medizinrad gefunden und wir melden das natürlich. Wow, there's an old, I think it's called a medicine wheel out here. Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. Okay. Ich hoffe wirklich, dass es dem Jungen gut geht. Wo geht's denn hier hin? Und ich jetzt nicht einfach nur falsche Hoffnungen gemacht habe. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to 2 forks, now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Ugh, are you serious? Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. Kann ich nachvollziehen. Wir öffnen auf jeden Fall diese Kiste.
hier nicht drin? Jetzt habe ich ja sehr elegant dahin geschmissen. Wir nehmen nochmal die Karte. Ich bin schon hier unten. Ah. Okay, dann laufen wir jetzt weiter Süden und dann... Entweder wir laufen jetzt Richtung Osten. Ich glaube, wir laufen nach Süden und laufen von der anderen Seite ran. Einfach nur, weil ich auch noch ein bisschen gucken will. Und weil es gerade so schön ist. Patsch, patsch, patsch. Schade. Ich hatte gehofft, wir könnten hier durch. Ganz kurz. Der Baum ist einfach nur cool, ne? Hä? Das kann ich nicht melden? Warum kann ich denn das nicht melden? Ich würde das gern melden. Ich würde das gerne melden. Muss ich doch nochmal hier drüben gucken. Wir können einen Schritt schneller gucken. Aber von da sind wir gekommen, hier ist sonst nichts. Sonst gar nichts. Aber ich würde schon gern das da melden. Aber das findet er anscheinend nicht irgendwie seltsam. Also, das ist für ihn völlig okay. Und gut. Dann ist das für ihn okay und wir gehen weiter. Kann das für ihn okay sein? Okay, ist sonst nichts außer Bäume. Einmal darüber huschen. Hier ist aber auch nichts außer Bäume. Schade. Sag mir bitte, dass du das melden kannst. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it.
That was not a fun hike back to civilization. Okay. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah? Where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Because it's called Pork Pond. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den, or, you know, anywhere. Okay. Ich verschaffe mir kurz einen Überblick. Wir laufen dann mal weiter. Steiner. Da müssen wir vermutlich hin. Schätze ich jetzt mal. Ja, dann gehen wir erstmal nach da. Ach, jedes Mal nehme ich aus Versehen die Kamera. Hier geht's nicht weiter. Ach, ich dachte, es ist eine Höhle. Ups. Springen. Und spring halt nicht. Spring hier. Ah, der springt nicht. Nee, er will nicht springen. Na gut, dann halt nicht. Ich hab's versucht. Weitersprung nach unten. Ach, hier würde er springen. Moment. Moment. Kann ich das hier melden? Ja. Camp Arapaho. You're there? Yeah, I am. It's been out there since the 50s. I was never really into the idea of the Scouts. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware weebelows in large numbers. Beware of anyone in large numbers. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Ja, den haben wir schon vorher gefunden. Weil wir einfach extrem cool sind. So. Aber ich wollte unbedingt, dass er ihr das noch sagt. Hier war es auf jeden Fall schon mal nicht. I think I would have gotten strong enough to climb back up some of these drop-offs, but here I am, stuck. Yeah, well, we've all got our limits, Henry. Melde ihr das hier? Warum kann ich ihr den nicht melden? Mano.
ist das Camp. You ever talk to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. I mean, he wasn't a scout or a weeblo or whatever? I got the sense that boy could barely tie his shoes, let alone a clove hitch. What the hell's a clove hitch? Well, it's a knot that you are probably too old and too stubborn to learn. You use it to make rafts and shelters and stuff like that. You know how to tie one? Heck no, I'd make a weeblo do it. Alles klar. I guess these little shelters are where they keep the weeblos. For the past 35 years, yeah. There are bear traps out here in the scout shelters. Scouts are stalwart prey. That's messed up. Das stimmt allerdings. Da liegt noch was. Was ist das? Ach, bloß ein Buch. Mhm. Ja. Gut. Huch, ich hänge an der Bärenfalle. Warum kann ich denn jetzt nicht hier hoch? Warum kann ich hier nicht drüber springen? Ach Manu. Was sollte ich eigentlich suchen? Ich weiß gar nicht. Okay. Ich habe vergessen, was ich suchen soll. Drüber. Ich sehe doch schon eine Axt da stehen. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Damn. I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. Aha. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Richtig. Deswegen nehmen wir sie. Tata. Wir haben eine Axt, das finde ich super. Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Did it say anything of note? Das gucke ich gleich nach. Ich habe nämlich Angst, dass denn der Tag rum ist. I found a little trowel. Maybe I should take it with me. Could use it to pop open beers. Wow. 99% sure that's for burying poop. I am gonna leave it here. Nein, du nimmst sie bitte. Und du wirst sie jetzt untersuchen. Siehst du? Für die Kaka. Ja. Schön. Kannst loslassen. Ich guck noch mal schnell. Die Notiz lesen wir, wie gesagt, gleich. Entweder werde ich dann niedergeschlagen oder der Tag ist vorbei. Hier sind wirklich nur Steine. Haha. Mal nicht so aggressiv hier, junger Mann.
Was hast du denn jetzt hier kaputt gehauen? Hier hinten irgendwas? Okay. Das gucken wir uns doch jetzt gleich mal an. Nicht über die Kamera. Nee, ich muss ja erstmal die Notiz lesen. Moment. Nix mit kehre zurück. Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would meet someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? Us. They're researching. Also ich lese es euch kurz vor. In den kommenden Tagen werden Sie und Ihr Team in der Region Thoroughfare in Schonen Staatsforst eingesetzt, um südlich des Ruby River eine Feuerschneise anzulegen. Ich schreibe Ihnen im Auftrag von Dr. Ben Simmons, Wapiti Station. Er wandte sich wegen der möglichen Bedrohung seiner Forschungseinrichtungen durch einen Flächenbrand an den Oberbrandinspektor. Bei Ihrer Rückkehr wird ein Mitarbeiter seines Büros Sie bezüglich einer Gefährdungsbeurteilung für die Region kontaktieren. Ich habe Ihnen bereits mitgeteilt, dass kein Grund zur Sorge besteht und die Feuerschneisen Ihres Teams eine äußerst wirkungsvolle, vorbeugende Maßnahme zum Schutz Ihrer Einrichtung sind, zumal sie mehrere Kilometer entfernt ist. Ich schätze, es geht dabei mehr um Versicherungsfragen. Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Dienste. Rich Slosarenko, Brandinspektor. Us. You think they're studying you and me? I do, yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, that's what I think. Well, fuck that! Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can, and keep an eye out for anyone following you. Following me? Nee, nix following me. Wir nehmen den Zettel mal mit. Jetzt habe ich Angst. Und deshalb beende ich jetzt die Folge. So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Ciao.